Moin liebe Leute und welcome back to the channel. Heute ist 24-Stunden-Rennen. Das wird auch in diesem Video jetzt im Wesentlichen zusammengefasst. Es geht nicht um Rennergebnisse in diesem Video, es geht um das Drumherum. Es ist gerade erst 13:30 Uhr, also es ist noch einige Zeit bis zum Start. Ich gehe jetzt noch mal rüber in die Boxengasse, gucke da noch mal ein bisschen rum. Mal schauen, ob ich es dieses Jahr tatsächlich, wie ich in einem anderen Video schon angekündigt habe, auf die Mercedes-Tribüne schaffe. Und für alle, die meinen Kanal hauptsächlich wegen der Camping-Themen abonniert haben, auch hier geht es um Camping. Camping der besonderen Art rund um die Rennstrecke. Guckt euch vielleicht das letzte Video noch mal an. Da ist das Camping am Adenauer Forst gezeigt. Leise darf man es da nicht haben wollen, denn ist man da aber richtig. Und jetzt geht es über die BMW-Brücke ins Fahrerlager. Das ist die BMW-Brücke, die geht über Start-Ziel. Da könnt ihr auch ganz normal mit eurem Bändchen, da braucht ihr keine Sonderberechtigung und könnt hier aus dem Ringboulevard die Abkürzung nehmen, um ins Fahrerlager rüber zu kommen. Und da sind wir auf der BMW-Brücke. Gucken kann man von hier aus nicht, was auch besser ist, weil sonst würden hier die ganzen Leute ständig nur noch als Zuschauer hier stehen und man könnte die Brücke nicht mehr benutzen. Das ist neu dieses Jahr. Der Zaun ist komplett geschlossen. Da war er auch vorher schon, aber er war geöffnet. Denn man kann sich natürlich dort über die Boxengasse stellen. Da muss man jetzt aber erstmal zu den Treppenhäusern da drüben rüber, um da hinzukommen. Und hier haben wir mal einen ersten Rundblick über das Fahrerlager, direkt hinter der Boxengasse. Hier kommt ihr direkt in die Boxengasse rein, hier könnt ihr mit den Mechanikern schnacken. Gut, kurz vor Rennstart ist das alles ein bisschen angespannter. Da hinten rollt gerade das Siegerauto von den 24 Stunden Classics mit Siegerkranz. Solche Nachrichten werden hier geschickt. Ne? Also das Plakat, das zeige ich euch gleich nochmal in groß, das haben die nämlich noch mit. So, die beiden Jungs hier, die kennt ihr vielleicht noch aus dem Video vom Mittwoch. Wer das noch nicht gesehen hat, Link oben in der Ecke. Hier, beleidige meine Mutter, aber nicht Kevin Estre. Das ist wahre Liebe. Ist auch als Herz ausgeschnitten. Absolut geil. Absolut geil. Und da ist die Box dazu. Ruhe vor dem Sturm, aber Grello ist bereits in der Box. Und jetzt sind wir in der Mercedes AMG Erlebniswelt. Ein Original Silberpfeil. Die sind ja silbern geworden, weil sie zu schwer waren. Dann hat man in der Nacht- und Nebelaktion den Lack runtergeholt. Und schon waren sie silber. Und auch ein Hamilton Formel 1er steht hier. So, und der F1 W15 e-Performance ist tatsächlich das Fahrzeug für 2024. Ich gehe aber mal davon aus, dass es hier ein Mockup ist und auch nicht alle Details 100% übereinstimmen. Und Monster zeigt uns hier ein bisschen was. Jacqueline, zitterst du oder ich? Zitterst du oder ich? Auch eine interessante Frage. Und genau so sah mein Fahrrad gestern auch aus, als ich vom Adenauer Forst zurückkam. Viel Spaß noch! Ja, man merkt, es geht auf die Vorbereitung zu. Tankinhalt voll. Achtung! Und da wird er auch in die Box gebracht. Der steht in derselben Box wie der VW New Beetle von White Angel Fly and Help. Der Beetle ist mein besonderer Liebling. Die fahren für einen guten Zweck. Nämlich für Schulen in Dritte Weltländern, Entwicklungsländern. Haben jetzt, glaube ich, gerade vor kurzem wieder eine Schule in Namibia eröffnet. Bernd Albrecht dort als Teameigner und Fahrer unterwegs. Und hier werden mal die Tankflaschen aufgetankt, mit denen nachher dann die Fahrzeuge aufgebockt werden. Da braucht man dann auch schon einen Hochleistungskompressor. Auch die stehen schon parat. Profilierte Slicks für so ganz leicht feuchte Verhältnisse. Aber ich bin mir fast sicher, wir kriegen hier auch noch mal richtig einen auf den Dötz.
die Heavyweights. Reifen werden auch mit Hilfe der Heizzelte hier vorgewärmt. Und durch dieses Treppenhaus hier kommt ihr oben aufs Boxengassendach. Da könnt ihr dann auch tatsächlich von oben die Boxenstops mitverfolgen. Und hier können wir mal richtig sehen, wie der Abrieb von den Reifen wieder runtergeholt wird. Mühsame Sisyphus-Arbeit. Leicht profilierte Slicks. Die setzt ihr noch wieder ein? Ja, sind geschnittene Slicks für Mischbedingungen. Ah ja. Wie viel haben die jetzt drauf an Runden? 4, glaube ich. 3 oder 4, Ja, man sieht es auch. Hier vorne kann man es gerade gut sehen. Da ist noch richtig hier diese Linie, die wäre sonst schon längst weg. Ja, Hier sind die Verschleißpunkte. cool, auch mal sowas zu sehen. Vielen Dank euch. Das Ding ist ja wohl der Hammer hier. Den Motorensound, der kommt hier nicht irgendwo aus dem Motor, der kommt aus der kleinen Boombox hier. Aber satt. Reagiert er auch auf Gasumdrehung? Leider nicht. Das Ah. Aber ist schön, ist schön. Da haben wir Grello. Ob das bei mir mit der Mercedes-Tribüne was wird, ich glaube, das sieht schlecht aus. Mit Felge hat er die Dinger abgegriffen. Ja. Und du auch. Ey, das ist ja irre. Mein persönlicher Liebling, Kadett C Coupé, habe ich selber mal gehabt. Wir strömen noch mal kurz durchs Fahrerlager der 24 Stunden Classics. Die Tourenwagen dürften schon drüben sein, weil die als nächstes dran sind. Aber hier haben wir noch mal den Liebling aller, den Manta. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr im Hauptfeld gestartet, sondern in den 24 Stunden Classics. Interessant ist ja hier das Belüftungsprinzip, ne? Frischluft ins Auto bringen. Also nach dem Manta müsst ihr euch nicht mehr die Augen dann wund suchen. Im Hauptfeld, da ist er bis letztes Jahr noch mitgefahren. Dieses Jahr, wie gesagt, 24 Stunden Classics. Es wäre zu schade um das Fahrzeug, wenn das jetzt irgendwo dann doch noch kaputt gehen sollte. Deswegen jetzt der Wechsel in die Classic-Serie. Und auch wenn das Youngtimer Racing ist, leider bleibt sowas nicht aus. Rennsport ist auch schnell mal Vollkontakt. Ärgerlich, aber reparabel. Auch einer meiner persönlichen Lieblinge, hat auch extra rote Folie auf seine Scheinwerfer rauf gemacht, damit ist er immer besonders gut zu erkennen. Ein 6er BMW. Auch eines der schönsten Autos mit einem der schönsten Gesichter von vorne und netterweise extra mal die Motorhaube abgenommen, dass wir mal den natürlich aspirierten Vierzylinder uns angucken können. Leider auch mal Vollkontaktsport. Das hier ist schon ärgerlicher. Das geht einmal so richtig schön die Seite entlang. Influencerbande. 3 Kameras hinterherlaufend. Aber ich kenne die junge Dame nicht. Und das DJ-Pult fährt auch durch die Gegend. Moin! Wo fahrt ihr hin? So, damit beende ich dann mal die Fahrerlagerrunde vor dem Rennen, mal früher als sonst. Aber ob mir das jetzt bei der Mercedes-Tribüne hilft, wir sind jetzt noch vorm Start der Tourenwagen-Legenden, aber die Tribünen sind eigentlich schon randvoll. Ich bin mal gespannt, wenn ich da unten ankomme, ob die das Ding schon zugemacht haben. Zum Teil ist hier schon abgesperrt. So, es ist 14 Uhr und es kommt bereits die Durchsage. Ich bin noch auf dem Weg zur Tribüne. Ich hoffe, ich werde noch reingelassen. Voll geil. So, dank dieser 3 Jungs hier, die haben einen Videocall gemacht und die haben dann 4 freie Plätze gehabt. 1, 2, 3, der 4. ist für mich. Perfekt. Mercedes-Tribüne, 4A. Und die ersten machen sich auf den Weg. Und währenddessen geht es für die Ersten in die Startaufstellung. Ist im Rahmenprogramm schon einiges geboten hier. Und das ist das Gewusel in der Startaufstellung. Da möchte ich, glaube ich, nicht wirklich drin rumwuseln müssen. Und da kommt der Publikumsliebling, der Dacia. Ja, es geht gleich los.
Dieses Jahr stark, 280 PS, ist ein komplett neu aufgebautes Fahrzeug. Hat nichts mehr mit dem Vorjahresfahrzeug zu tun. So, eben wurde das Schild 3 Minutes hochgehalten. Und es wird jetzt auch mit Nachdruck mit Trillerpfeifen dafür gesorgt, dass die Startaufstellung frei wird. Auf geht's in die... Und hier kommt jetzt Startgruppe 2 in die Einrollrunde. Jetzt in die Einrollrunde. Startgruppe 3. Startgruppe 2. Und Startgruppe 3. Hello ist immer noch in Führung. Und auch bedingt durch die vielen Boxenstops sind die Felder schon gut durchmischt. Da haben wir den Dacia kurz in der Grello. So, die ersten 4 Runden habe ich mir hier noch auf der 4A Mercedes AMG Tribüne gegeben. Aber es ist jetzt echt nass und klamm und kalt. Ich fange mal ein bisschen das Wandern an. Ich muss mich mal ein bisschen bewegen. Und da hätte ich jetzt ja gewettet, dass das nie im Leben passiert. Aber das sind bestimmt die Fingerabdrücke von den ganzen Leuten, die sich das Auto angeguckt haben. Ne? Aber er wird nicht wirklich sauber gemacht. Ansonsten bleibt er, wie er ist. So, Positionen sind inzwischen so einigermaßen bezogen. Es wird im Moment immer trockener. Regenradar zeigt im Moment auch nichts Neues an. Überwiegend Slicks oder geschnittene Slicks auf der Strecke. Kevin Estre hat die Führung so ein bisschen verloren, weil sie eine Runde zu spät reingegangen sind. Farfus hat da den richtigen Riecher gehabt. Oder sein Team. Und hat ihn eine Runde früher reingeholt. Aktuell ist er der Führende. Aufrufe BMW. Und ich mache mich jetzt ein bisschen auf, neue Aussichtspunkte zu entdecken. Ich will mal hoch zu Hatzenbach. Und für die Campingfreunde hier auf meinem Kanal, mittlerweile seit heute Morgen ist offizieller Campingstopp aufgrund der Bodenverhältnisse. Kriegen die hier keine Fahrzeuge mehr unter. Selbst Pkw-Parkplätze sind ein richtiges Problem geworden mittlerweile. Und was ihr im Hintergrund seht, sind hier die Warteschlangen für die Transferbusse. Im Moment versuchen eigentlich alle hier irgendwie mal einen Platz im Bus zu erwischen. Aber da das alle gleichzeitig wollen, wird das natürlich schwierig. Aber ich finde es ja alleine schon lobenswert, dass es hier kostenlose Shuttlebusse gibt rund um die Strecke, auch Nordschleife. Werde ich später heute auch wahrscheinlich noch mal nutzen. Oder ich fahre mit meinem kleinen gelben Fahrrad. So, ein Running Gag auf meinem Kanal kennt ihr ja, ne? Früher oder später ist ja Essen dran. Ich esse jetzt bei den Bordsteinschwalben. Und da ist mein Chicken Sandwich. Dankeschön. Es sieht echt lecker aus. Das ist lecker. Ein großes Lob. Es war super lecker, auch mit den getrockneten Tomaten. Wo kommt ihr her? Wo kann man euch sonst mal irgendwann treffen? Aus Kleen. Kleen. Und da seid ihr dann in dem Großgebiet regelmäßig dann auch mal im Einsatz. Ja, also relativ viele Neues, Düsseldorf. Ja. Wir arbeiten auch mit Breakbeat. Ja. Also meine Empfehlung, wenn ihr die Bordsteinschwalben irgendwo seht, ne? Ich finde auch diese Serviette total toll. Bordsteinschwalbe, mach mich schmutzig.
und echt leckere Sandwiches. Einfahrt Hatzenbach und Streckensicherungsfahrzeuge machen sich auch gerade wieder auf den Weg. Inklusive Leitplankenwagen. Es wird wieder was gebraucht. Und hier kriegt ihr den Eindruck davon, wie die Bodenverhältnisse hier mittlerweile schon wieder sind. Wenn man sich das hier so ein bisschen näher anguckt. Und es ist nicht umsonst, dass da keiner läuft und fährt. Es ist rutschig wie sonst was. Einfahrt in die Nordschleife von der Grand Prix-Strecke auskommt. Ich gucke mal, ob ich da runterkomme, ohne mich lang zu legen. Und hier sind wir auch schon in der Kategorie Camping am Nürburgring. Wie beim Wacken Open Air, nur es muss mehr Text auf die Scheibe rauf. 24 Stunden Rennen und viele, viele einzelne Kleber, um den Schriftzug hinzukriegen. Das ist das erste Mal, dass ich hier Einfahrt Nordschleife tatsächlich schaffe, vorbeizukommen, obwohl das eigentlich so dicht ist. Und hier ist genauso viel aufgebaut. Hier sind genauso viele Verrückte wie an den anderen Campgrounds auch. Ich weiß nicht, ob YouTube mir das abnimmt mit dem Banner da drunter. Ich werde mal gucken, dass ich das ganz schnell filme. Vielleicht klappt das. Und wer hierher kommt und offensichtlich Dacia-Fan ist, hat sich auch schon perfekt vorbereitet. Der weiß, worum es hier geht und hat sich mal einen etwas professionelleren Auffahrkeil gebaut. Und nicht nur hier, auch die Heckstützen. Niveauausgleich ist hier ein absolutes Thema. Auffahrkeil alleine reicht nicht und der Auffahrkeil muss auch gesichert werden mit dem Erdanker. Aber dann schläft es sich im Dachzelt ganz gut. Das fällt dann wohl in die Kategorie Zeltreparatur, aber beim 24-Stunden-Rennen wird ja ganz viel mit Gaffertape repariert, ne? Wow! Ein LKW und schon hat man seine eigene Tribüne. Mit eigenem Glockenspiel. Hier ist man weltoffen, aber es werden auch Warnungen ausgesprochen. Dabei sieht das eigentlich ganz harmlos aus bei euch. Im Wesentlichen Business as usual, ne? So, jetzt hat mich auch gerade der erste wegen Wacken wiedererkannt. Ob das hier an den Bodenverhältnissen liegt? Dass die Leute alle noch mal so Wacken in Erinnerung sich rufen, letztes Jahr? Naja, ich komme da gerade an so ein Feld ran. Da kann man schon so ein bisschen sehen, welche Schwierigkeiten sich hier vor Ort so ergeben. Da wird nachher auch das Auspacken wieder schwierig werden. Ich glaube, das kann lustig werden, wenn die 24 Stunden vorbei sind. Hier werden viele Traktoren gebraucht. Yay! Nice, thank you very much, man. You're welcome. You're welcome. Have fun. Have fun. Moet je aantrekken. Und es bleibt nicht aus, wenn man hier im Schlamm unterwegs ist, dann muss man auch mal schmutzige Wäsche waschen. Stimmt. Ruhe bitte. Hier muss man sich schon an der Fließrichtung des Wassers orientieren, wo man denn noch längs fahren kann. Also da hat sich schon einer festgefahren, aber dieses Fahrzeug sieht geländegängig genug aus, dass der aus eigener Kraft auch wieder rauskommt. Und ich weiß nicht, ob das auf der Videoaufnahme rauskommt, aber hier sind ohne Ende Schnaken, Mücken auf dem Wasser unterwegs. Hier wird ja auch richtig mitgedacht unter Campern. Man hilft sich ja. Achtung, Spoilerwarnung, weil da, wo die jungen Herren jetzt hier stehen, da setzt, glaube ich, jeder Spoiler auf. Das ist so eine richtige Tiefstelle. Und da reißt man sich natürlich den Spoiler ab. Ja, das kann in den Videos nicht so richtig rauskommen. Das hier ist eben eine Erde. Dann sieht man vielleicht so ein bisschen, wie steil das hier den Berg hochgeht. Oder auch an diesem Fahrzeug kann man es vielleicht so ein bisschen erahnen. Gott sei Dank darunter ordentlich Schotter. Sonst wird das hier ähnlich aussehen, auch schon wie in Wacken. So, JP Agrar, falls du das letzte Video gesehen hast, hier haben wir den nächsten Schlepper, aber den kenne ich nicht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wo denn Valtra herkommt als Schlepper. Sieht auf alle Fälle beeindruckend aus und ist hier als Kinderschaukel aufgestellt.
Auch hier kann man gut sehen, wie schwer der Boden ist. Das wird lustig, das Camp hier abzubauen. Aber die haben auch das Gerät selber mit. Da hinten steht er schon, der IHM. Das war auf alle Fälle schon mal schlau, sich gleich direkt auf die Sandbleche zu stellen hier. Aber auch so ein großer Karthago hat überhaupt gar kein Problem damit, sich hierher zu stellen. Jetzt hat der aber auch von da oben noch eine ganz brauchbare Anfahrt wahrscheinlich gehabt. Als er angereist ist, war wahrscheinlich der Boden noch ein bisschen fester. Ja, so eine Dakar GS, die passt hier auch her. Hier wird gegrillt für die Helfer. Ich oft genug sagen, so viele Ehrenamtliche, die das Ganze hier möglich machen, da haben die auch eine anständige Grillportion verdient. Das sind dann die Parkberechtigungen, die jeder, der hier am Hatzenbach stehen will, dann haben muss. Kann man nicht vorher bestellen, werden bei der Einfahrt vergeben. Das heißt, ihr müsst früh da sein, wenn hier Aufbau beginnt. Das Regenbogeneinhorn, das obligatorische, aber auch einfallsreich, ne? Wo keine Ebene ist, baut man sich eine Ebene hin, damit man seine Zelte aufstellen kann. Jetzt guckt euch mal diesen Einfallsreichtum an, sich so eine Ebene hinzubauen, um das Zelt vernünftig hinzustellen. Also Hut ab. Hut ab, inklusive Duschzelt oder was auch immer in diesem Zelt passiert. Die Stelle könnte euch bekannt vorkommen aus dem letzten Video, das ich euch nochmal hier oben verlinke. Da bin ich am Donnerstag beim Nachttraining einmal schon längst gekommen und habe auch von da aus entsprechend tolle Aufnahmen, sogar mit Sonnenschein gehabt. Das kann ich jetzt nicht mehr toppen. Ich mache mich jetzt wieder in die Richtung auf. Manche übertreiben es vielleicht auch ein kleines bisschen. Guckt mal, was er hier aufgebockt hat. Ja, hydraulische Stützen helfen manchmal. Und das auch bei so einem Geschütz wie diesem hier. Hier werden sportliche Höchstleistungen erbracht. Mein Beifall. Hier ist einfach gute Stimmung. Sagen die kleinen Schweinchen auch. Im Video vom Hockenheimring haben wir noch über die Marke Eifelland gesprochen. Die ist dann eine ganze Zeit lang als reine Anhängermarke, als Wohnwagenmarke weitergeführt worden. Hier haben wir mal so ein Stück. So einen alten Eifelland. Ja, Qualität. Hat gehalten. Hält immer noch. Das Video dazu kann ich euch natürlich wieder verlinken. Hockenheim Historics, auch eine ganz tolle Motorsportveranstaltung. Auch da kommt ihr unheimlich dicht dran. Und vorbei. So ungefähr sah mein Fahrrad auch aus am Donnerstag. Da habe ich den Schlamm noch frisch mit Wasser, das ich mit dem Becher aus dem Auto geholt habe, weil alles andere war zu. Noch abgespült, damit das gar nicht erst so antrocknet. Weil das gesamte Schaltwerk und die Kette und die Kettenräder und die Ritze, alles voll. Da ist er! Da ist er! Ja, das ist doch geil. Das finde ich doch gut. Das finde ich cool. Können wir ein Buddel machen? Aber natürlich. Habt ihr irgendein Problem damit, auf YouTube aufzutauchen? Ja, finde ich gar nicht. Ja, denn? Sucht ihr doch mal einen, der das macht, dann seid ihr beide drauf. Mit deinen Videos So. haben wir angeschaut und dann... Perfekt, perfekt. Ne? Einmal wacken. Jawohl. Habt ihr schon mal ein bisschen Eindruck gehabt über die Videos? Ne? Was ist eigentlich mit deinem Tisch ausgegangen? Ist repariert. Hast du ist geharzt? repariert. Ja. Ja, es fängt schon an hier. Die Scheinwerfer kommen schon gut raus. Ob ich das noch im Hellen zum Brünnchen schaffe, wird fraglich. Aber man kann schon gut sehen, es wird immer diesiger, immer nebliger. Das könnte auf dem Abbruch rauslaufen. Es war ja auch den ganzen Tag schon so diesig. Beim Start hat man die Nürburg gar nicht sehen können. Erst kurz nach dem Start kamen sie dann mal wieder aus dieser Wolken-Nebelschicht raus. Von daher macht es wohl keinen Sinn, jetzt noch großartig Richtung Brünnchen mich zu bewegen. Da mache ich heute lieber ein bisschen früher Schluss und gehe zum Schwarzen Schaf. Bin jetzt an der Mühlenbachschleife und damit auch wieder in der Nähe von meinem Campingplatz. Es zieht sich immer mehr zu, es wird immer nebliger. Es ist auch richtig klamm und es kriecht einem die Kälte in die Knochen. Ich habe zwar noch einiges zum Nachlegen mit,
Aber ich habe jetzt entschieden, ich werde das Ganze jetzt erstmal im schwarzen Schaf aussitzen. Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es könnte einen Rennerbruch geben. Aufgrund der Sichtverhältnisse, das haben wir schon mal gehabt. Und ich plane dann eher, morgen früh ein bisschen früher aufzustehen und dann darüber es vielleicht dann tatsächlich noch zum Brünnchen zu schaffen in diesem Video. Als ob ich es vorhergesehen hätte. Red Flag, zu starker Nebel, Rennunterbrechung, morgen früh um 8 Uhr geht es weiter. Wie ein Reset, als würde das Rennen nochmal von vorne losgehen, dann nach der roten Flagge. Christopher Mies ist immer noch unterwegs, ja, und hier nichts zu sehen. Es kommt eine Meldung rein von Michael Kramp, dass es frühestens um 7 Uhr weitergeht. Auch für den Marc Basseng hier neben mir, du hast ja eben gesagt, es wäre wichtig, so früh wie möglich wissen, was ist los. Michael Kramp schickt ganz klar die Meldung, vor 7 Uhr tut sich definitiv hier nichts. Tja, entgegen meiner Erwartung sind die neuen Flächen tatsächlich nachher dann irgendwann auch genutzt worden. Aber das wird hier eine ganz schöne Schlammschlacht. Wir haben für 9:30 Uhr gesagt, die Fahrzeuge können in die Startaufstellung fahren. Guckt mal den Nebel. Ich würde mal sagen, vor 12 Uhr kein Neustart. Und hier haben wir die unterste Ebene auch voll belegt. Ja gut, bis nächstes Jahr ist das alles grün. Aber jetzt zum Brünnchen rüber zu fahren, ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig zielführend. Ich schätze, es wird ein Neustart gegen 12 Uhr. So war es mal 2021, als wir eine ähnliche Situation hatten. Aber auf den Campgrounds wird jetzt bereits abgebaut. Wenn es jetzt heute Morgen gleich weitergegangen wäre, hätte das Sinn gemacht, da nochmal rüber zu fahren. Gut, wir haben dieses Mal auch wieder viel Camping gezeigt. Und das nächste Mal zeige ich euch dann auch wieder das Brünnchen. Und auf den meisten Flächen ist es ja ganz gut geschottert. Ja. Aber hier haben wir dann auch nochmal Erinnerungen an Wacken Open Air 2023. Ihr seid aber gut rausgekommen. Wir sind mit dem Amarok rausgezogen worden. Ihr seid gerade mit dem Amarok rausgezogen worden. Der Trecker ist hier auch schon im Gange. Wir sind hier alle mit dem Amarok rausgezogen worden. Ja, immerhin hat der Amarok es geschafft, wenn man sich das anguckt. Ja, und der ist wohl reingefahren, als es abgeflattert war. Hat sich das dann aber einfach aufgemacht, die Fläche. Und hat sich dann auch einmal bis zum Unterboden eingebuddelt. Bin wieder oben an der Hatzenbach. Eben gerade kam das Feld der führenden Fahrzeuge einmal hinterm Safety Car. Die machen jetzt wohl so 5 Runden hinterm Safety Car, auch um die Rundenzahl voll zu kriegen für die gesamte Renndistanz. Damit sie da schon mal auf der sicheren Seite sind und natürlich, damit die Fans noch mal winken können. Aber es sieht danach aus, dass es das kürzeste 24-Stunden-Rennen aller Zeiten wird. Circa 7 Stunden wirkliche Fahrzeit, die gezählt wird. Aber ich lasse es mir gut gehen. Ich habe schon wieder ein Sandwich von den Bordsteinschwalben. Pastrami, lecker. Und da sind sie gerade am Adenauer Forst. Am Adenauer Forst sind die Wetterverhältnisse offensichtlich noch wesentlich besser. Ganz schlimm sieht es auf der Grand Prix-Strecke aus. Bei mir unten an der Müllenbachschleife, da verzieht sich der Nägel überhaupt nicht. Und auch das scheint aktuell so ein bisschen eine Lieblingsbeschäftigung zu sein. Alle stellen sich bereits im Stau an. Auch bei mir auf dem Campground sieht das ähnlich aus. Ging heute Morgen schon los, als ich jetzt vorhin zur Strecke mich aufgemacht habe, begann der Stau auf dem Campingplatz am Müllenbach, bereits direkt oben bei mir am Eventcenter. Also da stauen die sich auch nur noch so durch, weil viele dann auch sagen, ach, es wird nicht mehr so recht was. Ja, und da rollt das Feld nochmal. Grello, die 72, der BMW M4, der Red Bull Lambo. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, viel mehr werden wir von den Autos nicht mehr sehen in diesem Rennen. So, und da ist es offiziell. No Restart. Gewonnen hat Scherer Sport PHX mit den Fahrern Stippler, Miesfeller und Marschall. Vor Vantor, Preining, Gestre, Güven auf dem Porsche auf Grello. Und als Dritte haben wir dann die 72, die ja auch schon das Qualifying gewonnen hatte, mit Harper, Hesse und Wertz. Und die Autos gehen nochmal auf Winkelrunde. Da ist der Dacia gerade. Auch der hat es dadurch natürlich geschafft.
Und jetzt ist das Ganze dadurch natürlich eine Stunde früher vorbei. Und ich habe den Jungs von Nordöl doch versprochen, dass sie Aufkleber kriegen. Ich latsche jetzt nochmal durch die Boxengasse zu Nordöl hoch. Vielleicht komme ich jetzt sogar noch irgendwie an die Siegerehrung ran. Das habe ich auch noch nie gefilmt, den Abbau in der Boxengasse. Da haben wir das komplette Set 2 für die 24 Stunden, ist nicht gebraucht worden. Und ich habe Glück, wie ich vermutet hatte, die Jungs von Nordöl sind noch da. Jetzt muss ich nur noch auf mich aufmerksam machen oder hoffen, dass da noch einer draußen rumwuselt. Denn hier haben sie natürlich logischerweise alles dicht gemacht. Jetzt klappt das ja doch noch. Plötzlich war eine Stunde Zeit weg. Ich hatte eigentlich gedacht, ich komme ganz gemütlich noch mal bei euch rum, weil die werden ja eh nicht mehr starten und mit Mal war vorbei. Ne? Aber ich habe es noch geschafft. Ich habe die Aufkleber nicht vergessen. Super. Ne? Danke dir. Habt ihr ein kleines Andenkenerlebnis? Ja. Ihr habt ja jetzt doch ziemlich viel Sprit, den ihr wieder mitnehmen müsst wahrscheinlich, ne? Ja, es wird aber auch noch gut verteilt. Das geht, da gehe ich von aus. Für ihn sind auch welche dabei, ne? Also jeweils ein von beiden. Das ist mir bislang auch noch nicht gelungen, weil meistens war mir das viel zu viel Gedränge und Gerenne. Aber jetzt schaffe ich es auch mal zur Siegerehrung direkt. CFO aus dem Hause Ravenol mit der Trophäe für die Erstplatzierten, für die Scherer Sport PRX und Cup mit Frank Stippler. Gesamtsieger. Und das Quartett komplettiert. Christoph Mies ebenfalls dreifacher Gesamtsieger seit heute. Christian Scherer. Der Gesamtsiegerpokal für Scherer Sport. Damit wissen wir jetzt auch, wer gleich ordentlich viel Champagner kriegt. Alle Bilder im Kasten. Und dann würde ich sagen, it's time for the Revolution. Feiglinge, Feiglinge! Ja, er kriegt die Haare gewaschen. Komplett. Auf dem Jubiläumpark von mir oder dem Livestream. Und das war eine unglaubliche Zahl, die da reingeklickt hat und mitgefiebert hat. Und jetzt hier mitten bei der Siegerehrung das Finale erlebt. Matthias, ein grandioses Rennen mit dem leicht verkürzten Rennspeed. 7 Stunden 22, das war die Rennzeit insgesamt dieses 24-Stunden-Rennens. Rennfans zu sein, am besten nochmal. Wir sagen danke für deine Einladung vor dem grandiosen Publikum. Dankeschön. Das war's, Leo. Vorbei. Und jetzt habe ich auch gerade gedacht. Wegatmen. Über die Strecke fahren. Deine eigene Stimme so geil finden. Und danke für deinen Mut auf dem Riesenrad. Man hat's gesehen. Ich würde mich nicht trauen. Danke, war cool. Ich winke euch mal zu. Die Tribüne sieht uns vielleicht nicht, aber ihr hört uns. Schaut doch alles mit vorbei. Hier ist einiges geboten und ich bleibe getroffen. Ganz wichtig. Ja. Und während ihr im Hintergrund noch die 3 Erstplatzierten seht, es war die richtige Entscheidung. Ich werde mich gleich umdrehen am Ende und dann seht ihr, wie es immer noch, das Torrent kaum zu erkennen ist, wie es hier immer noch den Nebel hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Es geht jetzt wieder ohne Motorsport weiter. Als nächstes
könnte vielleicht der Rockharz kommen. Müssen wir mal schauen. Wacken Open Air ist auf alle Fälle gesetzt. Und ansonsten geht es natürlich mit meinen Wohnmobil-Themen weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Und da seht ihr jetzt Dorinth im Nebel. Da hätte man nicht wirklich noch fahren können.